Haushaltsauflösungen. Ein Thema, was immer wieder für Unsicherheit sorgt. Und hier prallen oft die Vorstellungen und Erwartungen von mehreren Parteien sehr emotional aufeinander. Wie ihr solch eine Haushaltsauflösung in 5 Schritten am besten durchführt, erzähle ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist Volker Biberger und ich begrüße euch hier bei der Betreuerschmiede. Die Betreuerschmiede ist mein Kanal mit Themen rund um den Alltag eines Berufsbetreuers. Sollte dies das erste Video sein, das ihr von mir seht, schreibt mir doch bitte neu in die Kommentare und ich freue mich über jeden neuen Zuschauer. Haushaltsauflösungen gehören zu den komplexesten Themen für uns Berufsbetreuer. Oft müssen hier in kurzer Zeit Entscheidungen getroffen werden, durch die immer auch ein großer Teil des Lebens eures Betreuten unwiederbringlich verloren geht. Schauen wir uns das Ganze erstmal juristisch an. Juristisch ist die Auflösung eines Haushalts im Gegensatz zum Verkauf einer Wohnung nicht genehmigungsfähig, da es sich nicht um ein Rechtsgeschäft handelt. Also im Gegensatz zu einer Kündigung oder zum Verkauf der Wohnung müsst ihr euch die Auflösung des Haushalts nicht genehmigen lassen. Wenn ihr eine Mietwohnung kündigt, würde ich an eurer Stelle dennoch warten, bis die Genehmigung der Kündigung tatsächlich auch durch ist. Oft gibt es ja dann auch noch eine Restmietzeit und die reicht dann von der Dauer auf jeden Fall auch, um die Wohnung in Ruhe zu räumen und dann auch wieder gut an den Vermieter zu übergeben. Doch warum ist dann die Auflösung eines Haushalts so schwierig und problembehaftet? Ihr seid mit diesem Problemfeld meist konfrontiert, wenn es einen Umzug, zum Beispiel eine kleinere Wohnung, vielleicht sogar nur ein Zimmer in einem Heim gibt. Und das wiederum heißt, dass ihr eine Auswahl der Dinge treffen müsst, die dann mitkommen. Hier habt ihr verschiedene Quellen, um diese Entscheidung zu treffen. Ihr könnt erstmal natürlich mit dem Betreuten selbst reden und ihn fragen, wenn er in der Lage ist, diese Abschätzung zu treffen, ist das sicher der beste Weg. Ihr könnt die ambulanten Pflegedienste fragen, welche Gegenstände, welche Fotoalben, welche Bücher der Betreute dann öfter gelesen hat und wie deren Einschätzung ist. Die kennen den Betreuten ja oft dann auch schon längere Zeit. Ihr könnt aus eurer persönlichen Erfahrung die Entscheidung treffen und ihr könnt natürlich auch die Angehörigen fragen, bei welchen Möbeln oder Gegenständen euer Betreuter vermutlich möchte, dass sie mitkommen. Doch bei den Angehörigen fangen die Probleme meist dann schon an. Diese haben oft sehr unrealistische Vorstellungen, wie so eine Wohnungsauflösung vonstatten zu gehen hat. Ihr hört dann so Sätze wie, das war doch mal teuer, das können Sie doch nicht einfach wegwerfen. Oder, das ist doch noch gut, das kann man doch noch gebrauchen. Oder auch, dieser Schrank ist ein altes Erbstück der Familie, der muss unbedingt erhalten bleiben. Diese Einwände sind schon auch auf ihre Art alle berechtigt und ich gehe am Ende des Videos noch darauf ein, wie ihr am besten damit umgeht. Aber zunächst einmal brauchen wir eine strukturierte Vorgehensweise, die ich in 5 Schritte gliedere. Schritt 1. Was kommt mit? Wenn der Betreute das selber entscheiden kann, ist es hervorragend. Meist ist das jedoch nicht der Fall und daher trefft ihr die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen selbst. Ich lege zum Beispiel meinen Fokus immer auf Dinge, die Erinnerungswert haben. Fotoalben, Reiseführer oder auch die Weihnachtskrippe, die jedes Jahr aufs Neue aufgestellt wurde, sind für mich wichtig. Dann natürlich eine praktische Auswahl, zum Beispiel von Kleidung und Gegenständen, die im neuen Heim oder in der neuen Wohnung benötigt werden. Und je nach Platz im Heim natürlich auch entsprechende Möbel, die dann einerseits einen gemütlichen Charakter vermitteln, auf der anderen Seite aber dann das Zimmer nicht zu voll stellen sollte. Was die Möbel angeht, sprecht ihr euch am besten mit dem Heim direkt ab, da die bestimmte Wege für die Pflege oder eventuell auch mal später für einen Rollstuhl brauchen. Schritt 2. Möchten die Angehörigen vielleicht etwas behalten? Hier ist es wichtig, dass ihr rechtlich gesehen nichts verschenken dürft, bzw. euch eine Schenkung genehmigen lassen müsstet. Um eine Schenkung zu vermeiden, habt ihr jedoch folgende Möglichkeit. Ihr könnt zum Beispiel Gegenstände oder Möbel bei Angehörigen gegen Quittung unterstellen.
diese also de facto denen ausleihen. Das geht natürlich nur dann, wenn die Angehörigen vertrauenswürdig sind und die Sachen dort nicht beschädigt werden. Und das ist besonders bei Erinnerungsstücken mit hohem ideellem, nicht aber unbedingt materiellem Wert eine gute Lösung. Ihr müsst euch außerdem sicher sein, dass es im Erbfall später mal keine Probleme gibt. Am besten ist es da natürlich, wenn es eindeutige künftige Erben gibt, zum Beispiel einziger Erbe, oder künftige Erben, die sich untereinander sehr gut verstehen. Dann geht ein geliehenes Möbelstück nach dem Tod des Betreuten automatisch in deren Besitz über. Wenn ihr natürlich den Wert dieser Gegenstände kennt, könnt ihr diese den Angehörigen natürlich auch verkaufen. Dazu macht ihr einen Kaufvertrag und lasst euch den Gegenwert der Möbel auf das Konto bezahlen. Schritt 3. Was lässt sich noch verkaufen? Und um eins vorweg gleich klarzustellen: Ihr müsst keinen Flohmarktstand betreiben und Dinge einzeln verkaufen. Und das kommt meist nur für zum Beispiel ein Auto oder besonders wertvolle Möbel oder andere Wertgegenstände in Betracht. 4. Schenkungen an soziale Einrichtungen und Bedürftige. Ich hatte euch zuvor schon gesagt, dass Schenkungen grundsätzlich genehmigungspflichtig sind. Und das ist wieder in einem Paragraph geregelt, dieses Mal in Paragraph 1804. Und den schaue ich mir mal schnell an. Und hier steht: Der Vormund kann nicht in Vertretung des Mündels Schenkungen machen, soweit bekannt. Ausgenommen sind Schenkungen, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird. Das sind dann sogenannte Sittlichkeitsschenkungen. Abstrakt gesehen könnte man also sagen, Kleidungsstücke, die eigentlich noch gut gebraucht werden können, oder auch Gegenstände des normalen Haushalts, die ohne besonderen Wert sind, zu entsorgen, nur weil eine Schenkung quasi genehmigungspflichtig wäre, würde dem Sinn dieses Gesetzes widersprechen. Das heißt, ihr könnt durchaus Schenkungen an soziale Einrichtungen oder Bedürftige vornehmen, solange sie dieser Sittlichkeit entsprechen und vom Wert her nicht besonders hochwertig sind. Ich hatte einmal ein Ehepaar zu betreuen, was jahrelang in Arabien gelebt hatte und sich dort mit Kleidung eingedeckt hatte. Die Kleidung war sehr exotisch, aber dann letztlich auch im Alltag so nicht mehr zu gebrauchen. Diese habe ich dann an eine Theatercompany verschenkt und die haben das in ihren Theaterfundus übernommen und die Kleider haben da ein zweites Leben bekommen. Das ist so ein Beispiel für eine nicht soziale Schenkung, aber für eine Schenkung, die quasi der Sittlichkeit entspricht, weil bevor wir es wirklich wegwerfen, und das wäre tatsächlich da der Fall gewesen, verschenken wir es lieber. Schritt 5 betrifft nun all diese Dinge, die jetzt noch da sind. Und die werdet ihr vermutlich in den meisten Fällen durch ein professionelles Unternehmen entsorgen lassen. Die Kosten hierfür sind natürlich vom Betreuten zu tragen, beziehungsweise im Sozialhilfefall übernimmt das Sozialamt die Kosten auch angemessen, also schaut, dass er das vielleicht im Vorfeld klärt. Insbesondere beim Umzug in ein Pflegeheim wird es als Notwendigkeit gesehen, die Wohnung zu räumen. Bei einem Umzug zwischen zwei Wohnungen wird es schwierig oder meistens eben nicht dann vom Sozialamt übernommen. Bevor ihr aber die Wohnung entsorgen lasst, ist es wichtig, dass ihr tatsächlich selber auch nochmal durchschaut. Das kann in manchen Fällen auch wirklich unangenehm sein. Aber oft gibt es tatsächlich noch irgendwo Dokumente, die ihr später händeringend braucht. Also irgendwelche Geburtsurkunden, Eheschließungsurkunden, Kaufverträge von irgendwelchen Immobilien, Personalausweis, all die Dinge. Manchmal wird auch noch Bargeld gefunden. Es gibt eigentlich immer irgendwo im meist Kleiderschrank des Schlafzimmers eine Dokumentenmappe. Es gibt meist immer noch irgendwo eine eiserne Barreserve. Gerade bei älteren Leuten kommt es schon mal vor, dass unter den Socken dann irgendwelche Gold- und Silbermünzen noch rauskommen. Und da ist es natürlich am besten, wenn ihr diejenigen seid, die das findet und dann auch gleich sicherstellt. Es gibt manchmal Fälle, da sind sensible Akten zu entsorgen. Da empfehle ich, das über eine professionelle Aktenvernichtungsfirma durchführen zu lassen. Manchmal haben auch Behindertenwerkstätten sowas, da lohnt es sich auch mal nachzufragen, weil die sind dann oft auch nochmal günstiger. Und nochmal in aller Deutlichkeit. Das alles darf erst passieren,
wenn der Betreute tatsächlich auch nicht mehr in der Wohnung wohnt, also der Umzug schon vollzogen ist. Wenn ihr in die Wohnung geht oder Sachen aus der Wohnung rausräumt, in der der Betreute noch wohnt, dann ist das de facto Hausfriedensbruch. Also seid da ganz, ganz vorsichtig und ganz, ganz klar. Und lasst euch da auch nicht drängen von irgendwelchen Mieten, die weiterlaufen. Solange der Betreute in der Wohnung noch wohnt, lasst ihr die Dinge unangetastet. Ja, das sind meine 5 Schritte zur Wohnungsauflösung. Einen wichtigen Punkt habe ich noch. Das Thema Angehörige. In den Medien gibt es immer wieder Horror-Stories zu Betreuungen. Und diese haben oft damit zu tun, dass Angehörige vor vollendete Tatsachen gestellt werden, dass das Elternhaus plötzlich nicht mehr existiert, dass wertvolle Erinnerungsgegenstände plötzlich entsorgt wurden und die Angehörigen nicht einbezogen worden sind. Und es ist schon erstmal so, dass wir nicht verpflichtet sind, die Angehörigen mit einzubeziehen. Und dennoch finde ich, dass wir die Angehörigen möglichst einbeziehen sollen, wenn der Aufwand dafür im Rahmen bleibt. Also die Angehörigen können nicht diktieren, wie die Auflösung vonstatten gehen soll. Ihr seid in der Verantwortung und ihr habt das Sagen. Die Angehörigen sind der Meinung, dass man Dinge auf dem Flohmarkt verkaufen soll, dann sollen sie einen Stand machen und die Dinge selber dort verkaufen. Die Angehörigen finden, die damals teuren Möbel dürfen nicht entsorgt werden, dann sollen die Angehörigen auch für die Lagerung sorgen oder den Verkauf übernehmen. Die Angehörigen haben eine genaue Vorstellung davon, wie das Zimmer im Heim eingerichtet werden soll. Dann sollen sie zeitnah den Umzug organisieren und das Zimmer im Heim einfach selber so einrichten. Die Angehörigen haben detaillierte Vorstellungen, sind aber gar nicht vor Ort. Das ist dann auch nicht unser Problem. Wer mitgestalten will, muss vor Ort sein und muss es im Zweifel auch selber durchführen. Wir sind nicht die Ausführungsgehilfen von Angehörigen. Na, ihr seht also, die Räumung einer Wohnung ist eine sehr komplexe Angelegenheit und mit vielen Fallstricken verbunden. Es ist daher am besten für euch, die einzelnen Schritte ganz klar zu definieren und vielleicht auch von Angehörigen und Betreuten gegenzeichnen zu lassen. Also jetzt gehen wir in den Punkt, wo wir die Sachen verkaufen und jetzt gehen wir in den Schritt, wo alles, was noch da ist, auch entsorgt werden kann. Und wenn das allen Beteiligten klar ist, dann habt ihr hinterher auch weniger Ärger. Wie immer interessiert mich jetzt natürlich auch eure Erfahrung mit Wohnungsauflösungen und vor allem die Erfahrung mit Angehörigen. Habe ich aus eurer Sicht da was vergessen? Habt ihr noch andere Ideen? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Und wie immer, wenn ihr dieses Video interessant fandet, gebt mir doch ein Like. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.